Hallo liebe Freunde! Im heutigen Video erzähle ich euch mehr zum elektrischen Widerstand. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Im letzten Video habe ich euch einige Grundlagen vorgestellt. Darauf aufbauend möchte ich euch schrittweise an das Thema Elektronik heranführen. In diesem Video geht es um den elektrischen Widerstand. Dieser ist ein Bauteil, welcher der Elektronenströmung Widerstand leistet. Die Einheit des elektrischen Widerstands ist in Ohm angegeben und wird mit dem Ohmschen Gesetz berechnet. Der Widerstand ist definiert Spannung dividiert durch Stromstärke. Diese Formel könnt ihr euch leicht mit dem Wort Rudi merken. R ist gleich U durch I. Es gibt verschiedene Varianten von Widerständen. Sie bestehen entweder aus Kohle- oder Metallschichten, haben feste oder einstellbare Werte. Widerstände mit festen Werten werden auch Festwiderstände genannt. Der genaue Widerstandswert wird mit einem Farbcode angegeben. Der Wert wird mit einer Toleranz angegeben, welche je nach Bauart unterschiedlich ist. Die Anzahl der Ringe gibt die Bauart des Widerstandes an. Wenn ihr euch diesen Widerstand genauer anseht, merkt ihr, dass der eine Ring etwas mehr Abstand zu den anderen Ringen hat. Dieser eine Ring gibt den Toleranzwert an. Das heißt, dieser soll immer auf der rechten Seite sein, dann hält ihr den Widerstand richtig. Im letzten Video habe ich auch die SI-Präfix erwähnt. Leider habe ich ein wichtiges Detail vergessen. Die Tausenderschritte können nicht nur in regulären Zahlen angegeben werden, sondern auch mit sogenannten Zehnerpotenzen. Beispielsweise wird 1 Kilogramm, also 1000 Gramm, auch mit 10 hoch 3 angegeben. Das bedeutet 10 mal 10 mal 10. 1 Milliliter, also 0,001 Liter, wird mit 10 hoch minus 3 angegeben. Kommen wir zur Verwendung von Widerständen. Für die nächsten Beispiele wird immer die Verwendung von Gleichstrom angenommen. Das heißt, die elektrische Stromrichtung geht vom Pluspol, hier mit U1 plus markiert, zum Minuspol, hier mit dem Symbol für Masse markiert. Man unterscheidet zwischen einer Reihen- und Parallelschaltung. In der Reihenschaltung werden die Widerstände nacheinander, also in Reihe, geschalten. Manchmal wird dies auch Serienschaltung genannt. In der Reihenschaltung fließt derselbe Strom durch die 4 Widerstände. Dadurch fallen an jedem einzelnen Widerstand Spannungen ab. Das heißt, die angelegte Gesamtspannung teilt sich in diesem Fall auf alle 4 Widerstände auf. Wie groß diese jeweiligen Spannungswerte sind, ist abhängig von den verwendeten Widerständen. Machen wir ein Beispiel. Nehmen wir an, dass wir 9 Volt Gleichspannung anlegen. Die Widerstände haben die eingeblendeten Werte. Wir möchten nun den Gesamtstrom sowie die einzelnen Spannungen errechnen. Dazu benötigen wir den Gesamtwiderstand dieser Schaltung. Da alle Widerstände in Reihe geschalten sind, addieren wir diese Werte. In diesem Fall erhalten wir 600 Ohm für den Gesamtwiderstand. Wenn wir nun das Ohmsche Gesetz anwenden und etwas umbauen und die Werte für die Spannung und den Widerstand einsetzen, erhalten wir 0,015 Ampere oder 15 Milliampere. Da die Stromstärke in der Reihenschaltung gleich bleibt, können wir nun die einzelnen Teilspannungen mit dem Ohmschen Gesetz berechnen. Dies ergibt in Summe unsere Gesamtspannung von 9 Volt. Bei der Parallelschaltung werden die Widerstände nebeneinander, also parallel geschalten. In der Parallelschaltung verhält es sich umgekehrt zur Reihenschaltung. Hier liegt an den Widerständen dieselbe Spannung an. Der Strom teilt sich an den Knotenpunkten auf. Wie groß die jeweiligen Ströme sind, ist abhängig von den verwendeten Widerständen. Machen wir hier auch ein Beispiel. Nehmen wir hier auch die 9 Volt Gleichspannung an. Die Widerstände haben die eingeblendeten Werte. Wir möchten nun die einzelnen Ströme berechnen. Dazu benötigen wir wieder den Gesamtwiderstand. Dieser errechnet sich für 2 Widerstände mit einer kurzen Formel. Wenn mehr als 2 Widerstände parallel geschalten sind, verwendet man die andere Formel. Umgelegt auf unser Beispiel erhalten wir 66,67 Ohm.
Mit dem Ohmschen Gesetz erhalten wir die Gesamtstromstärke, welche 0,135 Ampere oder 135 mA beträgt. Da die Spannung bei den Widerständen gleich ist, können nun die jeweiligen Teilströme errechnet werden. Wir erhalten somit 0,09 Ampere und 0,045 Ampere für die einzelnen Widerstände. Dies ergibt in Summe unseren errechneten Gesamtstrom von 135 mA. Das waren die beiden Schaltungsarten. Hier seht ihr zusammengefasst alle Formeln mit den Schaubildern. Machen wir nun ein Beispiel mit einer gemischten Schaltung, welche ebenfalls mit 9 Volt versehen wird. Die Vorgehensweise ist dabei einfach. Je nach Schaltung werden die einzelnen Teilbereiche, also einzelne Reihen und Parallelschaltungen, berechnet. Das wiederholt ihr so lange, bis ihr den Gesamtwiderstand errechnet habt. Im gezeigten Beispiel haben wir 6 Widerstände mit den eingeblendeten Werten. Schaut euch die Schaltung genau an. Erkennt ihr die einzelnen Schaltarten? Beginnen wir mit den Widerständen 2 und 3. Diese sind in Reihe geschalten. Das heißt, wir addieren die Werte und erhalten den Wert für diesen neuen Widerstand. Das gleiche machen wir mit den Widerständen 4 und 5. Da diese beiden zusammengefassten Widerstände parallel geschalten sind, wenden wir nun die entsprechende Formel an. Dann sehen wir, dass dieser Widerstand mit R1 in Reihe geschalten ist. Daher addieren wir diese beiden Widerstandswerte. Zu guter Letzt ist dieser Widerstand mit R6 parallel geschalten. Daher wenden wir wieder die entsprechende Formel an. Somit erhalten wir einen Gesamtwiderstand von 247,5 Ohm. Unter Anwendung des Ohmschen Gesetzes erhalten wir einen Gesamtstrom von 0,036 Ampere oder 36 mA. Jetzt wird es etwas trickreich. Da R6 mit dem restlichen Teil parallel geschalten ist, fallen dort 9 Volt an. Da sich der Strom bei dem Knotenpunkt aufteilt, können wir nun diesen Strom von R6 vom Gesamtstrom abziehen. Damit erhalten wir den Strom, der durch R1 fließt. Die Spannung, welche auf die Widerstände 2, 3, 4 und 5 wirkt, ergibt sich aus dieser Formel. Da R1 zu den Widerständen 2 bis 5 in Reihe geschalten ist, teilt sich hier die Gesamtspannung auf. Somit erhalten wir 6,9 Volt für die Widerstände 2 bis 5. Nun können wir die Teilströme berechnen. Da wir nun die Teilströme haben, können wir die letzten Spannungen berechnen. Letztlich ergibt sich folgende Übersicht. Abschließend kann ich euch raten, dass ihr euch die Schaltpläne genauer anseht, um die einzelnen Schaltarten zu identifizieren. Sobald ihr diese erkennt, ist die Anwendung der verschiedenen Formeln sehr einfach. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema der Widerstandsschaltungen etwas näher bringen. Schreibt mir euer Feedback zu dem Video in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!